Vor 3 Wochen hatte ich mir von Märklin die 3029 besorgt, die kleine Dampflokomotive. Hatte ein Video darüber gemacht und hat euch gezeigt, dass sie bei mir hier leider immer wieder in den Weichen doch ziemlich problematisch mehr oder weniger hineinpurzelt, ein bisschen am Durchdrehen ist, dann wieder drüber ruppelt und fährt. Meine Frage an euch war damals, ob ihr ähnliche Probleme mit der Lokomotive habt, beziehungsweise ich hatte die Variante mit nur einem Haftreifen und da kamen dann jede Menge Kommentare. Der eine hatte also überhaupt keine Probleme, der nächste hatte schlechte Zugeigenschaften. Es gab dann mehrere mit nur einem Haftreifen, mehrere mit 2 Haftreifen. Da handelt es sich dann definitiv wohl nur einfach um verschiedene Baujahre. Die Lokomotive wurde zum Teil in Varianten produziert mit nur einem oder auch mit 2 Haftreifen, sodass das gar keine Bastelmodelle waren, sondern dass die von Märklin direkt so ausgeliefert wurden. Ich wollte jetzt aber wissen, liegt es an meiner Lokomotive oder prinzipiell am Modell und bin hingegangen und habe mir eine zweite Variante der Lokomotive besorgt. Um das Ganze mal zu vergleichen und die Neuerwerbung seht ihr hier praktisch auf der rechten Seite, auch ein altes gebrauchtes Modell, auf der linken Seite die Lokomotive aus dem letzten Video. Und hier seht ihr die Lokomotiven von unten und auf der linken Seite seht ihr meine erste Lokomotive, die nur einen Haftreifen hat. Dieser befindet sich hinten rechts aufgezogen und auf der rechten Seite die Lokomotive mit 2 Haftreifen, wobei man das gleich korrigieren muss, denn es handelt sich hier gar nicht um Haftreifen, sondern wie hier in dem Text aus dem 1960er Katalog, als die Lokomotive neu auf den Markt kam, hier unten im Text eine Plastikbereifung auf den hinteren Treibrädern zur Erhöhung der Zugkraft. Das heißt, wir haben hier keine Haftreifen aus Gummi, sondern wir haben hier eine Plastikbereifung aufgezogen. Und hier nochmal zur Erinnerung, dieses extrem schlechte Verhalten auf den Weichen der Lokomotive, bevor ich irgendwas gemacht habe. Auf der rechten Bogenweiche kann man das besonders gut erkennen, wie die Lokomotive sozusagen in die Weiche hineinfällt. Ich bin dann hingegangen und habe schon mal die Radabstände etwas korrigiert nach einem Tipp von euch. Da ist das schon mal ein bisschen besser geworden, wie man hier sehen kann, aber noch nicht so richtig gut. Und hier habe ich dann die neue Lokomotive, die auf der hinteren Weiche das Ganze dann schon mal eine ganze Ecke besser macht. Aber hier auf der rechten Bogenweiche fällt sie ziemlich stark sozusagen in die Weiche hinein. Und meine linke Bogenweiche nimmt sie dann aber ohne Probleme. Am meisten irritiert hat mich das Hineinfallen der Lokomotiven an der rechten Bogenweiche, sodass ich nochmal 2, 3 weitere kleine Lokomotiven rausgekramt habe, um das mir mal genauer anzugucken. Und auch die Baureihe 81 hat hier ziemlich Probleme. So habe ich dann nochmal die kleine Primex-Lok rausgeholt. Aber auf meiner rechten Bogenweiche fällt sie auch sozusagen hinein. Sodass ich hier wahrscheinlich nicht nur mit den Lokomotiven ein bisschen Problem habe, sondern mit meiner rechten Bogenweiche wahrscheinlich ein Problem habe. Also habe ich mir meine Weiche mal genauer angeschaut und ich weiß nicht, ob man es genau erkennen kann, aber die Weichenzunge hier auf der rechten Seite erschien mir dann ziemlich verbogen und eingedellert und deswegen fahren wahrscheinlich die kleinen Lokomotiven auch nicht perfekt über die Weiche. Die größeren Lokomotiven mit Drehgestell und so weiter haben hier bis jetzt keinerlei Probleme gehabt. Ich bin dann erstmal hingegangen und habe bei meiner neueren Variante jetzt hier erstmal die Haftreifen gewechselt auf der rechten und danach dann auch auf der linken Seite. Bei der kleinen anderen Lokomotive hatte ich den einen Haftreifen schon getauscht. Und hier im Vordergrund seht ihr dann sozusagen diesen Plastikbezug, der ließ sich also ganz schwer da auch runterpopeln. Und wie gesagt, es ist kein Gummi, sondern es ist wirklich ein Plastikteil, was knüppelhart da drauf sitzt. Man musste mit dem Schraubenzieher richtig drunter gehen. Aber die habe ich dann beide entfernt und sie durch neue Haftreifen ersetzt. Und zum Abschluss habe ich dann nochmal den abgenutzten Schleifer ersetzt. Und mit den neuen Haftreifen, dem neuen Schleifer, fährt die Lokomotive dann vollkommen problemlos, bis auf die rechte Seite, wo sie immer wieder in die Weiche hineinpurzelt. Also bin ich hingegangen und habe auch bei der ersten Lokomotive mit dem nur einen Haftreifen den Schleifer ersetzt. Und jetzt habe ich hier so ein Kuriosum, und zwar hatte ich 2 original neue Schleifer gekauft. Beide noch original eingeschweißt und der zweite hatte aber irgendwie so eine komische Schicht, wie sieht aus wie eine Art Klebeflecken drauf. Habe aber trotzdem mal drunter geschraubt, habe die Lokomotive dann damit fahren lassen. Leider habe ich das vergessen zu filmen, weil an der ersten Weiche hat sie dann direkt eingehakt und ist stehen geblieben. Daraufhin bin ich hingegangen, habe auch den Schleifer wieder runtergenommen und den neuen Schleifer von der anderen Lokomotive hier aufgezogen. Und mit dem neuen Schleifer und dem schon vorher aufgezogenen neuen Haftreifen fährt die Lokomotive jetzt vollkommen problemlos ihre Runden. Den nicht ganz so schönen Schleifer habe ich jetzt auf die andere Lokomotive wieder aufgezogen. Und man merkt, dass sie jetzt nicht mehr ganz so perfekt fährt, da muss ich mal gucken. Aber der Schleifer hat mich, glaube ich, 3,30 € gekostet. Das werde ich jetzt nicht zurückschütten, werde versuchen, den nochmal sauber zu machen. In der Hoffnung, dass sich das Fahrverhalten dann auch hier wieder sozusagen perfektioniert. Auf der rechten Seite bin ich dann hingegangen und habe die Bogenweiche ausgebaut. Ich weiß nicht, ob man sie erkennen kann. Diese Weichenzunge liegt hier an der Seite an, ist hier hinten nach innen gebogen, nach unten gebogen und hier vorne auch. Ist relativ schlecht zu erkennen.
aber das war wahrscheinlich der Grund, warum die Lokomotiven da immer so abgepurzelt sind. Und hier ist dann meine Ersatzbogenweiche, vielleicht sieht man es. Hier ist dann die Weichenzunge sozusagen parallel zum oberen Gleisstück und damit sollte das zum Großteil behoben sein. Und die Weiche dann wieder eingebaut und die Lokomotiven fahren jetzt wesentlich besser über diesen Abzweig. Ich wollte jetzt natürlich wissen, was kann die kleine Lokomotive mit dem einen Haftreifen ausrichten und habe als allererstes mal 4 kleine Personenblechwagen hinten dran gehängt. Und mit dem neuen Schleifer, den Haftreifen, ist es jetzt überhaupt kein Problem, dass die Lokomotive hier die Wagen über die Anlage zieht. Und was 4 Blechwagen zieht, das zieht vielleicht auch 8, also 4 weitere Wagen hinten dran gehängt, um zu gucken, ob sie das dann auch noch schafft. Und auch das war überhaupt kein Problem. Und wer die 8 schafft, der schafft vielleicht auch 12. Also noch 4 weitere Wagen hinten dran gehängt und diese Lokomotive, die im ersten Video insbesondere auf den Weichen so Probleme gemacht hat, zieht jetzt völlig problemlos mit ihrem einen einzigen Haftreifen diese 12 Blechwagen, als wenn nichts gewesen wäre. Ja, und es ist mir natürlich klar, dass sie das bergauf jetzt nicht mehr schaffen wird, aber in der Ebene ist es auf jeden Fall möglich. Zusammenfassend habe ich also korrigiert aufgrund der Tipps von euch. Zum einen mal den Radabstand, der also völlig unterschiedlich war. Ich kann euch jetzt zwar nicht mehr sagen, auf was ich es genau korrigiert habe. Ich habe so lange rumgebastelt und gedrückt und gemacht, bis sie einigermaßen über die Schienen oder Weichen gefahren ist. Als nächstes dann den Haftreifen ausgetauscht und als drittes dann ganz entscheidend scheinbar den Schleifer. Und bei diesen kleinen, leichten Lokomotiven scheint das dann wohl ein ganz ausschlaggebender Punkt zu sein, denn sobald ich den Schleifer wechsle, ändert sich bei der kleinen Dampflokomotive, wiegt glaube ich 180 Gramm nur, komplett das Fahrverhalten, insbesondere auf den Weichen, wo sie Probleme macht. Und wenn dann noch die Weichenzungen in Ordnung sind, dann hilft das auch noch ungemein. Bei den großen Lokomotiven ist das überhaupt kein Thema. Wenn ich jetzt also eine Drehgestelllokomotive hier aufsetze oder eine Dampflokomotive mit mehr Gewicht, ist es überhaupt kein Problem. Aber bei den kleinen Lokomotiven scheint das sehr entscheidend zu sein. Und was ich jetzt noch gar nicht gemacht habe, ist eine Wartung der Lokomotive. Das heißt, ich habe hier noch kein Getriebe gereinigt, noch wirklich nicht irgendwie jetzt dann zwischen den Zahnrädern den Dreck entfernt und so weiter. Damit könnten sich die Fahreigenschaften dann vielleicht noch ein bisschen verbessern. Und so hat sich die kleine Lokomotive mit einem relativ geringen Aufwand sozusagen von der Problemlok, wenn sie jetzt grün wäre, würde ich sagen, zum kleinen Hulk entwickelt, also sozusagen zum kleinen Kraftprotz entwickelt. Hätte ich nie gedacht nach den anfänglichen Schwierigkeiten, dass die Lokomotive jetzt hier nochmal so schön zum Laufen kommt. Und ich bin jetzt mal wieder begeistert von diesen kleinen Dingern, wo ich jetzt am Anfang schon ganz, ganz stark am Zweifeln war, dass das überhaupt noch funktioniert. Ist vielleicht auch ein Tipp für euch, wenn der eine oder andere eine Problemlokomotive hat in dem Bereich, dass es vielleicht nur Kleinigkeiten sind, wenn man dann ein bisschen hinterher ist, es vielleicht korrigieren kann. Man steckt natürlich nicht drin, die alten Lokomotiven sind wahrscheinlich schon als Teppichbahn, Spielzeugbahn für kleine Kinder und sonst irgendwas hier über Jahrzehnte missbraucht worden oder misshandelt worden. Das werden wir nicht rauskriegen, aber bei mir hat es auf jeden Fall geholfen. Bei der anderen kleinen 3029 werde ich jetzt nochmal versuchen, den Schleifer noch ein bisschen zu reinigen, damit die Fahreigenschaften hier auch vielleicht noch optimaler werden. Und ansonsten haben wir jetzt aus diesen kleinen Lokomotiven wieder 2 vollwertige Zugmaschinen gemacht. Ich danke euch dann mal wieder fürs Zuschauen. Das war es dann von mir mit der kleinen 3029 von der Problemlok zum kleinen Kraftprotz. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis gleich.